Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es freut mich auch unheimlich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir starten heute wieder ein neues Projekt. Und zwar, ich habe für euch heute so ein schönes Deckchen vorbereitet als Anleitung. So schaut es aus. So, und ich habe eine große Bitte an euch. Es ist für mich unheimlich wichtig, dass ihr eure Kommentare unter meinen Videos schreibt. Damit könnt ihr einfach meinen Kanal unterstützen, damit es hier auf diesem Kanal weitergeht. Ihr könnt gerne eure Wünsche schreiben, eure Tricks und Tipps austauschen. Ihr könnt natürlich auch nach einem Rat fragen oder einfach euch untereinander unterhalten. Es ist alles einfach erlaubt. Und wie gesagt, das bringt meinen Kanal unheimlich weiter. Deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mitmacht. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt starten wir einfach mit unserem Deckchen. Für dieses Deckchen habe ich 40 Gramm Wolle gebraucht von der Firma Relane Cotton Soft. 50 Gramm, 150 Meter Lauflinie. Also 40 Gramm insgesamt, also beide Farben. Ich habe die Häkelnadel Nummer 3 und das Deckchen ist bei mir von der Breite ca. 28 bis 29 cm. So, ich beginne mit einem Fadenring. Wickle ich 3 Luftmaschen. Jetzt wickle ich in den Fadenring 11 Stäbchen. Also Umschlag in den Ring einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Jetzt wickle ich noch weitere 10 Stäbchen, sodass wir insgesamt 12 Maschen haben. Und einfach in den Fadenring jetzt weitere Stäbchen häkeln. Jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, die nächste Runde beginne ich mit 2 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir zusammen abgemaschte Stäbchen, ein Umschlag, hier in dieselbe Stelle einstechen, wo die 3 Luftmaschen sind. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durchziehen. Jetzt nochmal ein Umschlag, in dieselbe Stelle einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ich habe 3 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 3 Schlingen durch. Jetzt wickle ich 2 Luftmaschen. In die nächste Masche häkeln wir wieder Stäbchen zusammen abgemaschte, also Umschlag einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt noch einmal Umschlag in dieselbe Stelle einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ich habe 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Jetzt wickle ich 2 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir stets. Umschlag in die nächste Masche, die ersten 2 durch. Umschlag in dieselbe Masche, die ersten 2 durch. Umschlag in dieselbe Masche, die ersten 2 Schlingen durch, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Und so häkeln wir in jedes Stäbchen der Vorrunde diese Elemente, bis es 12 Elemente entstehen. Also 2 Luftmaschen und das Ganze wiederholen wir. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettenmasche. Also hier habe ich 2 Luftmaschen. Hier in die Spitze steche ich ein. Und dabei mache ich den Farbwechsel
hole mir die andere Farbe einmal dadurch und durch die rechte Schlinge durch. Und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Dann häkle ich hier zwischen diesen Elementen, wo wir die Luftmasche haben, häkle ich jetzt 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, eine Luftmasche. Jetzt häkle ich in die nächste Luftmasche hier zwischen diesen Elementen 3 Stäbchen. Hier ein Stäbchen, 3 Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen, hier wieder in die nächste Luftmasche. Eine Luftmasche und das Ganze wiederholen wir dann stets. Also zwischen den Elementen jeweils immer 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde, da häkle ich eine Luftmasche und jetzt verbinde ich das Ganze hier in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So. Jetzt häkeln wir die nächste Runde und ab da häkeln wir immer die Maschenzunahme. Also 3 Luftmaschen. So, hier direkt in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle eine Maschenzunahme. So, und dann in die nächste Masche ein Stäbchen. Und in die nächste Masche auch ein Stäbchen. Jetzt haben wir statt 3, 4 Maschen. Eine Luftmasche. Jetzt hier wiederum in das erste Stäbchen häkle ich die Maschenzunahme. 1 und 2. Also 2 Stäbchen habe ich in dieselbe Stelle gehäkelt. Jetzt häkle ich weitere 2 Stäbchen jeweils in jedes Stäbchen der Vorrunde. Also ich habe jetzt auch hier 4 Stäbchen gehäkelt. Eine Luftmasche. Jetzt häkeln wir genauso weiter. In das erste Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen. Also eine Maschenzunahme. Und dann weitere 2 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir dann stets. So, jetzt schließen wir nochmal die Runde mit einer Kettenmasche. Hier habe ich 4 Stäbchen, eine Luftmasche, in die dritte Luftmasche einstechen und die Runde mit einer Kettenmasche schließen. Und alle weiteren Runden häkeln wir auf die gleiche Weise. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle hier direkt in die erste Masche eine Maschenzunahme. Und jetzt weitere 3 Stäbchen, so dass wir insgesamt dann 5 Stäbchen haben. So, eine Luftmasche. Und jetzt hier wieder das gleiche. In die erste Masche häkle ich die Maschenzunahme. Dann 3 weitere Stäbchen. Eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir. So, und dann auf diese Weise häkeln wir noch weitere Runden. Ich habe dann insgesamt 7 Runden gehäkelt. Und ich habe dann in der letzten Runde, also hier, zusammen 9 Maschen. Ich zähle nochmal durch. Genau, 9 Stäbchen habe ich dann. So, ich habe jetzt 7 Runden insgesamt gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich habe jetzt hier
9 Maschen hier zwischen. Also die Maschenanzahl sollte teilweise durch 4 sein. Falls man ein größeres Deckchen häkelt, dann kann man in der letzten Runde die Maschenanzahl anpassen. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich 3 Maschen. In die 4. Masche häkle ich ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. In dieselbe Stelle häkle ich ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 3 Maschen, überspringe ich, in die 4. Masche häkle ich ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, in dieselbe Stelle ein Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir. Also ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in jede 4. Masche. Also 1, 2, 3, in die 4. Masche häkle ich jetzt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Stelle. Dann wieder 3 Maschen überspringen, in die 4. Masche ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen. So schaut es aus. So häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt überspringe ich weitere 3 Maschen. Hier in diesen Bogen steche ich ein, häkle ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Jetzt steche ich hier ein. Hier haben wir diese 3 Luftmaschen und hier steche ich ein und häkle eine Kettmasche. Da mache ich aber bereits schon den Farbwechsel. So mache ich nochmal, trenne ich nochmal auf, hole die andere Farbe, also da nochmal einstechen, zweite Farbe holen, durchziehen und jetzt die linke durch die rechte durch. Jetzt eine Luftmasche und hier steche ich nochmal ein und häkle, also hier richtig drunter gehen, einstechen, eine feste Masche häkeln. So, jetzt häkeln wir hier in diesen Bogen jeweils ein halbes Stäbchen, also Umschlag in den Bogen einstechen, Faden holen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkeln wir 3 Stäbchen in den Bogen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Jetzt häkeln wir ein halbes Stäbchen. Also nochmal ein Umschlag, einstechen, Faden holen, alle 3 Schlingen durch. Also wir haben jetzt insgesamt 5 Maschen hier in der Mitte. Jetzt steche ich hier ein und häkle eine feste Masche. Also hier zwischen. Jetzt wiederholen wir und häkeln hier denselben Bogen hier. Also ein Umschlag, erstmal ein halbes Stäbchen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich 3 Stäbchen. Jetzt häkle ich ein halbes Stäbchen. Hier zwischen den beiden Stäbchen häkle ich hier eine feste Masche. So schaut es aus und das Ganze wiederholen wir dann. Also in den Bogen ein halbes Stäbchen, 3 Stäbchen, und ein halbes Stäbchen. Und hier zwischen eine feste Masche.
So schaut es aus und dann häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Hier den Bogen habe ich gehäkelt. Jetzt steche ich hier ein, wo die feste Masche ist. Da hole ich aber schon die andere Farbe. Zum Faden holen, die linke durch die rechte durch. Eine Luftmasche. Noch weitere 2 Luftmaschen, also 3 Luftmaschen insgesamt. Jetzt häkeln wir hier zwischen diesen Bögen, hier wo die feste Masche ist, dann jeweils 2 Stäbchen, diesmal 4 Luftmaschen und also nochmal häkeln wir ein Stäbchen, 4 Luftmaschen, ein Stäbchen. Also hier habe ich 3 Luftmaschen, hier in die feste Masche einstechen, ein Stäbchen häkeln, jetzt 4 Luftmaschen, in dieselbe Stelle ein Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir jetzt. Den Bogen überspinnen wir, in die feste Masche einstechen, ein Stäbchen, 4 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. So, und so häkeln wir jetzt weiter. In die nächste feste Masche, ein Stäbchen, 4 Luftmaschen, ein Stäbchen. So schaut es aus und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Hier habe ich ein Stäbchen für Luftmaschen, ein Stäbchen gehäkelt. Jetzt sind wir hier. Da häkle ich jetzt, da steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Und jetzt hier, da habe ich 3 Luftmaschen, hier steche ich ein und häkle. Jetzt machen wir wieder den Farbwechsel. Ich nehme die andere Farbe, hole mir den Faden, ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier zwischen eine feste Masche. So, jetzt häkeln wir in den Bogen wiederum diese Elemente. Also ich häkle erstmal ein halbes Stäbchen. Jetzt häkle ich 4 Stäbchen. Und ein halbes Stäbchen. Also ich habe dann insgesamt 6 Maschen. Und hier zwischen häkle ich eine feste Masche. Das Ganze wiederholen wir jetzt in den Bogen 6 Maschen, also ein halbes Stäbchen, 4 Stäbchen, und ein halbes Stäbchen. So, eine feste Masche hier zwischen. So schaut es aus und dann häkeln wir so die Runde zu Ende. So, ich habe jetzt die Runde zu Ende gehäkelt. Hier an dieses Element und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, ziehen wir den Faden hoch, lang und dann kann man den Faden abschneiden. So schaut es aus. So, jetzt können wir die Fädchen verarbeiten. So, ich steche hier ein, hole den Faden und ziehe diesen auf die linke Seite.
So, jetzt wende ich. Schneide ich auf. So, jetzt kann man hier einen Knoten binden. Man kann den Faden einmal verstecken, indem man hier unter diese Schlingen geht, so einstechen und diese Faden einfach bei die Fädchen durchziehen. Dann können wir abschneiden. So, wenn man einen einzelnen Faden hat, kann man Folgendes machen. Man kann den Faden in 2 Teile aufteilen. So, jetzt steche ich hier irgendwo ein. Dann ziehe ich eine Seite hier durch. So, jetzt kann ich auch einen Knoten machen. So, jetzt ziehe ich den Faden auch hier ein paar Mal durch. Du kannst auf der Seite oder auf der anderen hier auf der Seite machen, das ist egal. So durchziehen und jetzt kann man den Faden auch wiederum abschneiden. So, und alle weiteren Fädchen genauso verarbeiten wie hier vorne. Also so schaut ein fertiges Deckchen aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Würde mich auch sehr freuen. Schreibt eure Kommentare auch und bis zum nächsten Mal.